Der Sponsor der heutigen Sendung ist Nekton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Nekton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, beziehungsweise heute habe ich sogar zwei Intro-Tierchen. Das sind Musuranas. Clelia clelia ist der wissenschaftliche Name. Aber unter Musurana sind sie eigentlich hinlänglich bekannt. Ist eine südamerikanische Natter, gehört zu den Trugnattern, wobei irgendwelche Giftwirkung unbekannt ist, also oder was heißt unbekannt, also nie festgestellt wurde, aber rein taxonomisch gehören sie zu den Trugnattern. Sind relativ anständig, sind relativ große Nattern, also werden so gut 1,50 Meter. Das hier ist eine Piebald von Musurana. Die gibt es selbst wohl in der Natur, kommen solche Piebalds vor. Und hier in der Schlupfbox, die habe ich jetzt mal einfachheitshalber drin gelassen, aber die guckt ja auch schön raus. Das ist eigentlich so die natürliche Farbe, ne? Die sind mehr oder weniger so pechschwarz, haben als Jungtier diesen roten Kragen, haben einen roten Bauch. Ja, wunderhübsche südamerikanische Nattern, relativ selten, relativ hochpreisig, aber deswegen wollte ich es euch mal hier als Intro-Tierchen zeigen. In unserem Reptilien ABC sind wir schon bei B angekommen. Da ist relativ oft von euch der Wunsch nach Baby-Bardergamen aufgetaucht. Dem möchte ich nachkommen. Die klassischen Bardergamen oder die häufigeren, die Pogona viticeps, die großen, da haben wir schon eine Folge gemacht. Das könnt ihr unten in der Infobox, seht ihr den Link zu der Folge. Ich wollte heute mal speziell auf die Pogona henrylarsoni eingehen. Das sind die Zwergbardergamen, ne? Die seht ihr hier in meiner Hand. Das ist ein ausgewachsenes Weibchen. Deswegen auch der Name Zwergbardergame. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, so eine normale Viticeps, das sind mit Schwanz bestimmt dann solche Brocken. Und die henrylarsoni sind einiges überschaubarer, was die Größe anbetrifft. Herkunftsgebiet ist mehr oder weniger das gleiche, beziehungsweise überschneidet sich. Die Tiere leben auf dem australischen Kontinent, sind im Norden von Australien zu Hause oder im Nordosten von Australien zu Hause, haben ein kleineres Verbreitungsgebiet wie die normalen Pogona viticeps, haben da so einen kleinen oder kleineren Bereich, wo sie drin leben, aber überschneidet sich, wie gesagt. Haben sich sicherlich dort ein bisschen so die Nischen ausgesucht, sind im Vergleich zu den Viticeps vielleicht noch ein bisschen mehr bodengebunden. Also liest man in der Literatur, dass sie doch eher auf dem Boden leben. Die Viticeps, die sitzen doch eher mal auf einem Pfosten oben zum Beispiel, so diese Zaunpfosten oder sowas. Das ist so ein wenig der Klassiker, wie man sie dort findet. Die henrylarsoni doch eher auf dem Boden. In einem Halbwüstengebiet, ne? Also das ist eine trockene, garstige Landschaft eigentlich, wo die vorkommen. Ne? Vielleicht ein wenig Steppengebiet, so mit ein paar Büschen, Gräsern, aber da wächst nicht allzu viel, wo die leben. Die Struktur vom Boden ist ein steiniger Boden mit irgendwelchen Spalten, Furchen. Wenn man denen zu nahe kommt, also die sonnen sich eigentlich den ganzen Tag über dort, wenn man denen zu nahe kommt, hauen sie ab in irgend so eine Spalte, Felsspalte oder Trockenspalte und suchen da Schutz vor dem potenziellen Feind. Kommen wir zur Haltung von den Zwergbartis. Ich habe jetzt hier die fleißigen Reptil-TV-Zuschauer werden das Terrarium kennen. Das hat man in einer anderen Folge drin bei Terrarien-Rückwandbau. Da haben wir das für euch gebaut. Das passt ganz gut. Das hat man noch hier stehen. Das passt fast ganz gut. Von der Größe ist es ein Stück zu klein. Ne? Das ist jetzt ein 90er Terrarium, 92. Ich würde euch für Zwergbardergamen 1,20 Meter als Terrariengröße empfehlen. Aber ansonsten
So wie ihr hier seht, ein Wüstenterrarium. Die Tiere sind, wie wir gerade besprochen haben, sind Wüsten-Steppenbewohner und entsprechend auch von der Einrichtung vom Bodensubstrat. Hier haben wir jetzt Sand gewählt als Bodensubstrat. Wir verwenden zum Teil auch das Holzeinstreu als Bodensubstrat. Gibt es heiße Diskussionen, dürft ihr gern unten diskutieren, Holzeinstreu oder Sand bei Bardergamen. Wie gesagt, wir nehmen seit vielen Jahren Holz, haben gute Erfahrungen damit gemacht, aber Sand ist sicherlich auch eine gute Option dafür. Das A und O bei der Haltung von Bartagamen, sei es Zwergbartagamen, die ganz normalen Viticeps, ist die Beleuchtung im Terrarium. Man kann entweder diese Mischlichtlampen nehmen, gibt es verschiedene Wattzahl zwischen 75, 80, 100, 125, 160 Watt. Das sind die Mischlichtlampen, braucht man kein Vorschaltgerät dazu. Sind okay, haben eine tolle Lichtintensität, haben UV-Anteil und geben die notwendige Wärme ab. Oder was noch die letzten Jahre, was die beste Terrarienbeleuchtung eigentlich ist, sind diese HID-Strahler. Ne? Diese HID, da braucht man allerdings ein Vorschaltgerät dazu. Gibt es auch zwischen 35, 70, 100 und 150 Watt. Machen noch etwas heller wie die Mischlichtlampen, also haben noch ein wenig eine bessere Lichtausbeute, haben noch einen besseren UV-Anteil ein bisschen. Das ist eigentlich die optimalste Beleuchtung für Bartagamen oder Zwergbartagamen. Das Ganze kann man hier in so einen Reflektor reinmachen. Den kann ich sogar bei diesen Terrarien kann ich den so oben drauf stellen. Das Gaze oben tut uns gleich ein bisschen Licht rausfiltern, aber ich habe den Vorteil, das Licht ist außerhalb vom Terrarium, das Tier kommt nicht dran, kann sich daran nicht verbrennen und ich habe wirklich eine super Beleuchtung mit diesen Reflektoren. Wenn ihr ein Ganzglas- oder Holzterrarium habt, müsst ihr die Beleuchtung innen reinmachen. Da hängt ihr dann den Reflektor mittig oder seitlich hin. Tut den gleich ein wenig schräg ins Terrarium scheinen lassen. Also ich würde auch in dem Fall, wenn ihr es jetzt oben drauf stellt, würde ich es auch gleich ein wenig seitlich stellen und gleich ein wenig schräg machen. Hier vielleicht irgendwie ein wenig unterstützen, dass der Strahler hier ein wenig so gleich ein bisschen schräg in das Terrarium reinscheint. Dann habt ihr auch verschiedene Temperaturzonen durch das Schrägstellen von dem Strahler. Klar, noch ein Thermometer gehört da rein, damit ihr nachmessen könnt. Kühlste Stelle im Terrarium, hier so an den Seiten würde ich sagen knappe 30 Grad, ne? 28, 29, 30. Unter der Lampe selber darf es wirklich knalle heiß sein, 45 bis 50 Grad im Extremfall direkt unterm Strahler. Das ist so der Temperaturbereich, den ihr haben solltet. Mein Tipp, eben messt die kühlste Stelle. Ne? Wie gesagt, unter der Sonne hat es automatisch die Temperatur, die es haben soll. Wichtig, dass ihr die kühlste Stelle messt, knappe 30 Grad, dann ist das Terrarium insgesamt gut beheizt. Habt ihr wie gesagt, da haben wir jetzt 90 cm, bei 1,20 m wird euch eine Lampe schon nicht reichen. Da müsst ihr dann zwei Lampen aufstellen, eine rechts, eine links, weil die eine Lampe das Terrarium nicht insgesamt ausleuchtet. Wenn ihr Röhren verwenden wollt, ist es okay. Es gibt auch Röhren, die einen gewissen UV-Anteil abgeben, nicht allzu viel. Das ist lediglich eine Unterstützung für den Strahler. Ne? Also ihr könnt nicht mit Röhren oder mit irgendwelchen Energiesparlampen oder so diese Strahler ersetzen. Ihr braucht auf jeden Fall diese Strahler als Grundbeleuchtung. Wie gesagt, ihr könnt zusätzlich eine Röhre reinmachen, um die Ausleuchtung ein wenig gleichmäßiger zu machen. Das ist okay. LED macht meiner Meinung nach fast gar keinen Sinn, weil ihr bei LED weder Wärme habt noch UV-Licht habt. Das finde ich hat im Bartagamen-Terrarium so gut wie nichts verloren. Also hauptsächlich Strahler, gegebenenfalls noch die alten T5 oder T8 Röhren dazu, die einen gewissen UV-Anteil haben, wenn ihr meint, dass ihr es ganz noch gleichmäßiger ausleuchten wollt. Dann kommen wir zur Haltung, wie viele Tiere. Kann ich die allein halten? Muss ich die in Gruppen halten? Wie oder was? Der will jetzt noch näher zu mir.
hier auch ganz beziehungsweise einleiten, bevor hier Missverständnisse aufkommen, hier auf meiner linken Schulter, das ist eine Pogona viticeps, also die große Bartagame. Zum einen wollte ich euch den Größenvergleich dann doch nochmal zeigen, ausgewachsenes Viticeps Männchen gegen ausgewachsenes Henry Lawsoni Weibchen in dem Fall. Männchen vielleicht wird minimal größer, minimal wuchtiger, aber da habt ihr ganz gut den Größenvergleich hier. Das zum einen dazu dient, dann eben zur Haltung allein oder in Gruppen. Ihr könnt sie alleine halten, zum Beispiel einzelnes Männchen allein, fühlt sich bestimmt wohl, wird auch in der Natur alleine unterwegs sein. Ihr könnt kleine Gruppen halten, ein Mann, zwei Weibchen oder drei Weibchen ist okay. Pärchen ist ein bisschen schwierig bei Bartagamen, weil die dann der Mann permanent auf dem Weibchen rumpaart, dann haben die Weibchen unheimlich Stress. Pärchen ist nicht ganz optimal, also wenn, dann müssten es mindestens 2 oder 3 Weibchen sein. Ihr könnt Weibchen miteinander halten, das ist auch in Ordnung. Ihr könnt keine Männchen miteinander halten, ja? Also keine Männer zusammenhalten, auch nicht, wenn die so nach dem Motto, ach, die waren von Baby an ja beisammen oder sowas. Es geht nicht, früher oder später fangen die Streiten an. Die sind in der Natur Rivalen, die verbeißen sich, wollen sich vertreiben und im Terrarium können sie sich nicht vertreiben, dürft ihr nicht machen. Wenn ihr mehrere halten wollt, eben das auch als Gedankenstütze, ihr könnt die auch nicht miteinander vergesellschaften. Ne? Das seht ihr hier, die Pogona viticeps sind deutlich größer wie die Henry Lawsoni, würde auch nicht gut gehen. Dem Henry Lawsoni fehlt dann irgendwann mal ein Bein, ein Fuß, eine Schwanzspitze, also nicht zusammenhalten. Ne? Die haben miteinander nichts verloren. Ich meine, die Jungtiere, wenn sie gleich groß sind, da kann man mal 2, 3 Jungtiere zusammen größer ziehen, wenn man will. Wenn sie, wie gesagt, gleich groß sind, aber auch das würde ich eigentlich euch eher abraten, nicht zusammenzuhalten. Wenn ich die 2 gerade schon so praktisch hier habe, kommen wir noch zu der Geschlechtsbestimmung. Das geht nachher in die Zucht rein, aber ich mag es jetzt oder ich nehme es jetzt gleich vorne weg, weil das gerade ganz gut passt. Die Geschlechter lassen sich eigentlich fast nur anhand der Schwanzwurzel bestimmen. Und da anhand der Hemipenisse, und das auch bloß bei größeren Tieren. Also wenn ihr kleine Jungtiere, Babys bekommt oder kauft oder was auch immer, da könnt ihr eigentlich nur raten oder hoffen, dass es stimmt, wenn sie ein bisschen größer sind. Gut, bei adulten Tieren sieht man es gleich an der Kopfform, das ist eigentlich auch ein ganz guter Vergleich, selbst wenn es jetzt Viticeps und Henry Lawsoni sind, aber die Weibchen haben einen schmaleren, zarteren Kopf und die Männchen haben einen wuchtigeren Kopf. Daran kann man es bei großen Tieren so Pi mal Daumen sehen, das ist jetzt auch nicht sonderlich zuverlässig, aber ein bisschen. Der Bart, by the way, hat nichts zu sagen. Auch weibliche Bartagamen haben einen Bart. Es gibt manche, die sagen, oh, der hat so einen Bart, so einen schwarzen, das ist bestimmt ein Männchen. Also auch Weibchen haben einen Bart. Lasst euch davon nicht beirren. Wie gesagt, die einzige gute Methode sind die Penisse, die von der Kloake Richtung Schwanz verlaufen. Bartagamen haben wie fast alle Echsen 2 Penisse. Wie gesagt, hier habe ich ein Weibchen. Wenn man also in dem Winkel, wie es jetzt zur Kamera steht, wenn man hier so drauf schaut, beim Weibchen sieht man nichts. Lege ich jetzt mal aus der Hand. Beim Männchen, die hier mal schön hinsetzen. Beim Männchen, bei dem großen Viticeps sieht man es jetzt schön deutlich, deswegen habe ich auch den gewählt. Kann man einigermaßen gut, bei manchen sieht man es sehr gut, bei manchen nur einigermaßen, kann man hier Kloake, Schwanz abwärts, 2 so Verdickungen erkennen. Ja? Läuft hier und hier. Da liegen die Penisse unten drunter oder das sind die Penistaschen. Da kann man die Geschlechter bestimmen. Als Laie, hier seht ihr es jetzt vielleicht deutlich, jetzt werdet ihr euer Tier angucken und werdet da nicht allzu viel sehen. Es ist schon relativ schwierig. Ne? Also jemand, der seit vielen Jahren Bartagamen pflegt, der kann das, der sieht es.
Wenn ihr jetzt seit kurzem Bartagamen habt, werdet ihr wahrscheinlich überfordert sein, die Geschlechter anhand der Penistaschen zu sehen. Aber um es euch mal gesagt zu haben oder gezeigt zu haben, so lässt sich das Geschlecht bestimmen. Und ich würde sagen, das mit den Penistaschen, wie gesagt, das ist die einzige wirklich richtige Methode, wo man sagen kann. Der Vollständigkeit halber auch noch, die Bartagamen haben ja hier diese Präanalporen, bei den Männchen oft deutlicher ausgeprägt, der hier hat es ganz ausgeprägt, aber auch Weibchen haben diese Poren. Deswegen, das ist auch ein Erkennungsmerkmal, das ich euch nicht empfehlen kann. Also ich persönlich, ich sage mal, wenn man es weiß, was ist, dann kann man sagen, ach ja, stimmt, der hat wenig deutlicher, der hat wenig weniger deutlich. Aber das sind so Sachen, wenn man es eh schon weiß. Wenn man es nicht weiß, ist das zu ungenau mit den Präanalporen, um da was zu sehen. Kommen wir zur Ernährung der Tiere. Die Bartagamen sind omnivor, das heißt, sie fressen so ziemlich alles. Das trifft so ganz gut. Sie fressen viel, sie haben einen recht hohen Stoffwechsel, sie wachsen schnell. Vom Jungtier zum erwachsenen Tier geht so ein gutes Jahr, 1,5. Von so einem kleinen Baby zum, gut, bei den Zwergbartagamen jetzt bis zu der Größe. Und entsprechend viel fressen die. Beim Jungtier müsst ihr verstärkt Insekten füttern. Fangt auch mit Insekten natürlich an. Das ist so das erste Futter, an was sie rangehen. Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Schaben, ne, alles was Beine hat. Haltet euch zurück mit irgendwelchen Würmern, Mehlwürmer, Zophobas. Am besten gar nicht verfüttern oder wenn, dann ganz sparsam. Nehmt irgendwas, was springt, was hoppt, was rennt. Das ist das gesündere Futter, definitiv. Wichtig beim Verfüttern, dass ihr die Tiere mit Vitamine und Mineralien vor allem einstäubt. Calcium D3 ist ganz wichtig, ne? MSA oder das Nekton Calcium pur bzw. Calcium plus D3 gibt es da oder auch das Multirep. Da müsst ihr die Tiere wirklich jeden Tag damit versorgen und das macht ihr, indem ihr die Futterinsekten einstäubt, bevor ihr sie verfüttert, damit die Bartagamen diese eingestäubten, mit Mineralien eingestäubten Reptilien mitfressen. Gleichzeitig zu dieser Insektenernährung bietet ihr aber auch immer Grünfutter an. Ja. Wir haben jetzt Winter, Frühling. Ja, ich hätte jetzt auch rausgehen können, den ersten Löwenzahn zupfen. Ich habe es mir leicht gemacht, habe jetzt so einen Kopfsalat hier hingelegt. Das ist die Notlösung in der kalten Jahreszeit. Hier so einen Endiviensalat geben. Was auch gut ist, diese Flower Mix. Das sind verschiedene getrocknete Blüten. Das ist sicherlich eine gesunde Sache. Wie gesagt, draußen sämtliche Kräuter, Löwenzahn, Spitzwegerich, das jeden Tag anbieten, auch mit Mineralien, ein bisschen einstäuben, gleich wenig, dass sie es mitfressen. Dieses Vegetarische bietet ihr jeden Tag an. Die Futterinsekten bei einem ganz kleinen Tier 5, 6, 7 Mal sogar die Woche. Ne? Gerade wenn er am Anfang vielleicht noch ein wenig schlecht ans Futter geht, könnt ihr dann auch wirklich jeden Tag, also 7 Tage füttern. Wenn die Tiere größer, also während dem Wachstum, würde ich vielleicht auf 5, maximal 6 Tage zurückgehen, solange sie wachsen. Wenn die Tiere subadult bis adult sind, geht er mit dem Insektenfutter zurück auf 4 Tage, 3 Tage. Wenn ihr ein ausgewachsenes, einzelnes Tier habt, einzelnes Männchen zum Beispiel, reicht es auch, wenn ihr den 2-mal die Woche Insekten füttert. Ja, so reduziert ihr das langsam. Das Grünzeug könnt ihr wirklich jeden Tag anbieten. Je mehr ihr von dem frisst, umso gesünder ist es mehr oder weniger. Wenn wir es von der Ernährung gerade haben, ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Trinken. Ihr müsst die Tiere, am besten tut ihr sie 2-mal am Tag sprühen, morgens und spät nachmittags.
Die Tiere gehen hin, trinken das gesprühte Wasser. Ne? In der Natur ist das so der Tau, der in der Natur kommt, ne? Der Morgentau, der Abendtau, den die Tiere aufnehmen und trinken. Man sieht Bartagamen wirklich nur selten aus einer Wasserschale trinken. Ja? Meistens trinken die diese Tropfen auf. Deswegen wirklich ganz wichtig, vor allem auch bei Jungtieren, aber auch bei größeren Tieren, sprüht morgens und abends, dass die das Wasser trinken können. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Ja, soweit zur Ernährung der Bartagamen. Wenn er das so macht und hier die Vitamine beachtet, by the way, unser Sponsor Nekton, kann ich euch definitiv empfehlen. Dann habt ihr gesunde, gute Tiere und habt auch kein Problem mit Rachitis oder irgendwas in der Art. Zum Schluss noch die Zucht der Bartagamen. Zum einen, also stimuliert wird die Zucht durch die Winterruhe. Das heißt, Bartagamen machen 2 bis 3 Monate Winterruhe. Macht er alles aus im Terrarium 2 bis 3 Monate lang. Kühle Zimmertemperatur, bietet eine Wasserschüssel an. Aber ansonsten 2, 3 Monate gar nichts. Kein Futter, kein Licht, keine Heizung. Wie gesagt, kühle Zimmertemperatur. Das ist gut, das ist wichtig für die Tiere. Das brauchen die, haben sie in der Natur auch so. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Diese Winterruhe stimuliert die Tiere dann zur Paarung. Die Männchen fangen an, die Weibchen zu bepaaren. Wie gesagt, zum Teil relativ rabiat. Deswegen gut, wenn ihr 2, 3 Weibchen habt, dass der eine Mann nicht das eine Weibchen kaputt macht. Die Weibchen legen Eier, bei den Zwergbartagamen zwischen knapp 10 bis runde 20 Eier. Das machen sie 3, 4 Mal im Jahr. Ne? Also das geht dann so im 6 Wochen Abstand, dass die Eier legen. Die werden, ich würde bald sagen, handelsüblich inkubiert, also kommen in den üblichen Brutapparat, 30 Grad Temperatur. Die Babys schlüpfen nach circa 50 Tagen, schlüpfen die kleinen Bartagamen. Die Bartagamen lassen sich wirklich gut züchten, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch. In der Terroristik ist die Bartagame deswegen so beliebt, populär, weil sie sich auch gut züchten und vermehren lässt. Das Gleiche gilt für die Zwergbartagamen. So viel zur Zucht. Die Babys, wenn sie schlüpfen, ich kann euch leider keines zeigen. Von der Jahreszeit ist noch gleich ein wenig zu früh. Es gibt keine Babys. Die sind so mit Schwanz runde 10 cm lang, also sind schon relativ klein. Fangen so nach einer guten Woche an mit Fressen. Wie gesagt, kleine Heimchen. Ruhig dann auch gleich Salat anbieten, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber am Anfang werden sie erstmal an die Heimchen gehen und dann wachsen die relativ schnell und gut. Vergesst das Sprühen nicht, ganz wichtig, dass die trinken können. Und dann lassen die kleinen Bartagamen sich auch wirklich recht gut großziehen. Das war unsere Zwergbartagamen bzw. unsere Sendung mit B für Bartagame. Zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Ich kann beide Bücher empfehlen, wirklich gut. Hier die Art für Art, die Zwergbartagame ist ein gutes, beziehungsweise hier von Freinig und der Oliver Treves haben ein gutes Buch gemacht über Bartagame und Zwergbartagame. Also hier sind sie beide drin, hier sind nur die Zwergbartagamen drin. Holt euch gute Bücher, lest sie durch. Ich kann in den 20 Minuten nicht alles erzählen. Da habt ihr nochmal tolle Info. Ansonsten bleibt mir treu und checkt die Bartagamen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.